Herzlich willkommen zurück am Strand von St. Peter-Ording, dem Austragungsort des Beetle Kitesurf World Cup 2013. Welch perfekter Tag, perfektes Sommerwetter, viele sind heruntergekommen hier an den Strand und perfektes Windwetter. Die Rider waren draußen auf dem Wasser und haben ihre Slalommeisterschaften ausgetragen. Das ist auch ein super Punkt für uns gewesen. Wir wollten nämlich heute mal erfahren, wie funktioniert das eigentlich bei den Judges, die auf dem Wagen sitzen? Wie richten die über Wohl und Unwohl der weltweit besten Fahrer? Wir sind aber auch rausgegangen und unser eigenes Wohl hat uns auch interessiert, nämlich wie kommen diese wunderbaren süßen Salzlämmer zu uns auf den Teller zum Abendessen? Und wir haben uns da mal ein schönes gesucht. Ah, so knuddelig, aber auch so lecker. Und dann haben wir eine schöne Challenge mit unseren Promotoren gemacht. Die Salz Cracker Challenge, auch was zum Essen. Die haben innerhalb von 60 Sekunden versucht, möglichst viele Cracker zu essen. Gar nicht so einfach, wie es sich anhört, aber lasst es uns gemeinsam anschauen. Und hier sind wir bei unserer Cracker Challenge, heute mit Tom und mit dem Lino. Und es geht darum, letztendlich diese Cracker, möglichst viele davon, in einer Minute zu essen. Und das Schwierige ist, dass der Speichel irgendwann mal weg ist und es geht wirklich darum, sie runterzuschlucken. Wir schauen mal, wie viele sie in einer Minute schaffen und fragen erstmal Torben, wie viele glaubst du, dass du in einer Minute schaffst? Ich weiß nicht, ich denke, es wird sehr trocken und dadurch denke ich mal so 7 Stück. 7 Stück. Gut, ich bin gespannt. Und Lino? Ich denke mal, ich schaffe 8. Wunderbar, geht schon mal mit dem Challenger voran. Aber dann fangen wir mit dir an, weil du glaubst, dass du weniger schaffst. Und von daher kannst du schon mal aufmachen, dann zählt das schon mal nicht in die Zeit rein. Wunderbar. Und die Zeit beginnt jetzt. Da geht ja schon gut voran. Ich esse einfach mal mit. Ne? Gar nicht so schlecht, wenn man nicht unter Zeitdruck steht. So, ist gut, ne? Ich habe schon leicht Probleme mit dem einen, aber ich habe ja eine Minute für einen. Drei, 2, 1 und einmal runterschlucken, wenn es noch geht. Einmal runterschlucken, komm, das sehen wir noch rein. Tom, jetzt hast du 5 geschafft, selbst mit meinem sind es 6, ja? Die 7 noch weit entfernt. Was ist denn die große Schwierigkeit daran, diese Dinger runterzuschlucken? Ja, utopische Vorstellung. Ja, die hängen einfach, es hängt alles staubtrocken in den Wangen drin und es ist nicht machbar. Ich bin sehr gespannt, wie der Lino an seine 8 rankommen will, ob der da irgendeinen Trick hat. Wo wäre sonst der Spaß? Ja? Lino, glaubst du noch an deine 8? Ja, es geht so. Also ich hoffe es mal, ich werde es versuchen. Lino, dann gilt auch für dich 1 Minute. Ab jetzt. Guten Appetit. Fünf, 4, 3, 2, 1. Einmal runterschlucken. So, jetzt nur noch fertig runterschlucken. Klappst du mit dem Runterschlucken? Ja, zählen wir trotzdem mit. So, wie viele waren es denn, Torben? Es waren 6 Stück leider. Weniger als Lino erwartet hat und dennoch mehr als Torben geschafft hat. Herzlichen Glückwunsch, Lino.
Lino, was ist denn das ganz große Problem an dieser Challenge? Also man hat irgendwann überhaupt keinen Speicher mehr im Mund und dann hast du es überall im Mund rumfliegen und kriegst es einfach nicht runter. Das geht einfach nicht. Versuchst du, aber es geht nicht. Aber sie sind so mega lecker. Ein Geheimnis kann ich verraten. Kaum waren wir fertig mit dem Dreh, hat Torben einfach weitergegessen. Ja? Also von daher probiert es mal zu Hause aus und ladet es bei YouTube hoch. Wir wollen sehen, wie ihr es zu Hause macht. Und nun geben wir ab an die Bilder des Tages. Land und Leute heute, nur wenige Kilometer um St. Peter-Ording herum, kann man überall sehen, wo das leckere Essen herkommt. Ach ja, darauf ein kräftiges Mäh und heute Abend ein schönes Lammkotelett. Zurück an den Strand. So here we are in the judge board, in the judge van, in the judge truck. Hi Axel, great to be here. Great to be here too. So it's great to be up here. Now you're actually 5 guys normally sitting here, and you sit in this truck when you're judging the freestyle events. Now, how do you actually judge what's happening on the water? Such fantastic and different tricks happening there. Do you have to know all the tricks, or you actually a kiteboarder yourself? How do you do all that? Well, at first you have to know the tricks. So if you're not a kiteboarder, like you can't judge it properly, because you have to know what is difficult and what is not difficult. So you kind of have to know some tricks yourself and be able to do them a bit. The second thing is we have some guidelines we have to take care of. So when you see a trick, you have to consider the power. That's the main criteria for the trick, and that's how big the guys go, so how far they fly, how high they go, how much speed do they have on the landings. Another thing is how clean did they land the trick, how smooth was the trick looking. So we all have to consider that, and then consider how hard the trick actually is. So we kind of have the scale set in our head. So for example, if you would do just a blind jump, so it's really to blind, it's not really a difficult trick, but if you do it really big, you can score a little bit more on it. So yeah, you have to set the scale in your mind and just consider what you saw. So you do take notes on sheets of paper, or do you have a digital system that you're working with? No, we don't take, like we used to do it on paper. For example, for the trials we did it on paper because the system only works with 2 riders, and the qualifier run we had runs with 4 and even 5 people in one heat. So that doesn't work on that. But mainly we judge on tablets. We have 5 tablets that are linked to a computer. The riders both have 12 attempts. So as soon as they leave the water, that's considered an attempt, and they lose that one too, like even if they don't do the trick they wanted to do. And then the 5 scores go to the computer. The highest and lowest score drop out of the system, and the score they get for the trick is the average of the 3 scores that are left. Great, and when you're out on the slalom and you're judging that, you're out on a boat to see, because they're all so close together that the lines don't cross. Now you've been riding yourself for 10 years, and you're on the world tour and you're going to all 12 stops. Which spot are you really looking forward to on the world tour? Well, I've never been to Germany before for the world tour, and I was really looking forward to it because I heard from everyone that it was a huge setup, and I can only say it's a huge setup. Like, the crowd is massive here. I've never seen so many people looking at the contest, and also the whole setup here. There's plenty of stuff to do here. You can go skateboarding in the mini ramp. You can see some BMX guys here. Like, there's a lot of things to do. Like, even if there's no wind, so for sure it's a great event. That's great. Now you get to see the world best riders directly in front of your nose, but obviously there's a lot of people visiting this event that get to see it for the first time, and they say, wow, that's fucking fantastic, yeah? But what would you suggest for them if they want to get close to the kiteboarding sport? Well, when I learned it, that was 10 years ago, you couldn't go to a class for it. Actually, that's just what you should do. Like, it's pretty dangerous if you just start to mess around with a kite on the beach and you take a too big kite for too much wind, you can die. So it's not a dangerous sport if you're being smart. It's the same, you just don't drive a Ferrari straight away if you don't have a driver's license. It's basically the same.
Am Ende ist es genauso wie Autofahren. Es geht wirklich darum, den Sicherheitsgurt anzulegen, dann ist alles viel sicherer. Wir haben ab morgen 20 Gewinner aus ganz Deutschland hier zu Besuch am Strand von St. Peter-Ording und die werden mit uns in einer zertifizierten Kitesurf-Schule das Kitesurfen erlernen. Für uns war es das heute. Vielen Dank, Axel. Schön, dass du da warst und euch noch einen schönen Tag.